Hallo zusammen! Für heute war ein ganz anderes Projekt geplant. Doch dann steht man morgens mit einer Tasse Kaffee in der Hand da und plötzlich lässt einen eine neue Idee nicht mehr los. Aus genau so einem Moment sind meine eigenen Untersetzer entstanden. Wie aus einer Grafikdatei ein 3D-Objekt wird, seht ihr heute in 2 Varianten. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Auf meiner Ideenliste und in meiner Hobby-Ecke türmen sich die Ideen für kleine und große Projekte. Und als ich so darüber nachdachte, was ich mir davon rauspicke, um daraus das nächste Video zu erstellen, da kam mir beim Holen eines frischen Kaffees spontan eine ganz andere neue Idee in den Kopf. Und die Idee ließ mich schon auch den ganzen Tag nicht mehr los. Alle anderen Ideen waren plötzlich vollkommen im Hintergrund und ich musste unbedingt rausfinden, wie ich meine neue Idee umsetzen könnte. Ich wollte irgendwie eine meiner Fez-Grafiken in ein 3D-Modell umwandeln, beziehungsweise die Grafik in den 3D-Drucker bringen. Eine eigene Fez-Tabletop-Miniatur wäre natürlich mega cool, aber für den Anfang eventuell zu aufwendig. Vielleicht sollte ich erstmal etwas einfacher starten. Und als ich dann meinen frischen Kaffee auf meinen Untersetzer stellte, den Untersetzer, den mir mein damaliger Kollege Felix vor nun bestimmt 10 Jahren ausdruckte, da kam mir in den Sinn, erstelle dir doch einen eigenen Fez-Bierdeckel. Oder Getränkeuntersetzer. Je nachdem. Eigentlich fast das Gleiche, aber Rosalie war das wichtig, da sie ja kein Bier trinkt. Ja, und dann recherchierte ich etwas, probierte aus, verzweifelte und fand dann aber eine für mich passende Lösung. Beziehungsweise 2 Varianten, wie ich eine Grafik auf einen Bierdeckel bekomme und mir dann mit dem 3D-Drucker ausdrucken kann. Beide Varianten seht ihr Schritt für Schritt in diesem Video. Die sollten auch mit beliebigen Grafiken im Grundprinzip genauso funktionieren. Und wenn ihr euch selbst einen Bierdeckel oder Untersetzer auf diese Weise gedruckt habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bin gespannt, was ihr daraus macht. Bevor wir loslegen, klären wir erstmal, was wir denn eigentlich so brauchen. Und das sind alles kostenlose Tools, kein Profi-Setup, man kann direkt damit loslegen. Zum einen braucht man natürlich eine oder mehrere Grafikdateien, die man umsetzen möchte. Dann habe ich hier ein Grafikprogramm zur Grafikbearbeitung, eben GIMP 2.10, Inkscape 1.4, Blender 4.5 und dann zum 3D-Drucker natürlich das entsprechende Slicer-Programm. Der 3D-Drucker ist jetzt nicht kostenlos, also den braucht ihr schon, um dann 3D-Drucke zu erzeugen, das ist klar. Ich habe für dieses Projekt auch meinen einzigen 3D-Drucker verwendet, den Anycubic Cobra S1. Und ob das jetzt auch mit einem Resin-Drucker funktioniert, bin ich mir nicht sicher, kann ich nicht ausprobieren. Ich habe noch keinen Resin-Drucker. Wenn jemand von euch da draußen das ausprobieren kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mich wissen, ob es auch funktioniert mit einem Resin-Drucker oder ob man da noch was anderes beachten muss. Würde mich interessieren. Und ja, dann legen wir doch jetzt mal los. Ein wichtiger Hinweis natürlich noch, wenn ihr das Video jetzt in ferner Zukunft anschaut, können sich natürlich die Softwareversionen ändern, können sich erhöhen. Da ich aber meistens nur Basisfunktionalitäten der einzelnen Tools benutze, bin ich sicher, dass die auch in höheren Versionen noch enthalten sind. Dann werden sie vielleicht mal umbenannt oder im Menü verschoben, aber ja, dass die komplett rausfliegen aus der Software, kann ich mir jetzt eigentlich weniger vorstellen. Dann auch nochmal vorab als Art Mini-Disclaimer, das hier ist kein Profi-Tutorial, das ist einfach die Umsetzung von einer Idee, die mir beim Kaffeetrinken kam und wie ich mich dann eben mit der mir zur Verfügung stehenden Software so durchgehangelt habe, wie ich zu einem Ergebnis kam. Das ist also kein Profi-Tutorial, das ist mein Weg, vielleicht geht es auch eleganter, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen und jetzt legen wir aber doch mal los mit Variante 1. Am naheliegendsten für mich war, einen Bierdeckel oder einen Getränkeuntersetzer zu machen mit meinem Logo drauf. Das Besondere an dem Logo ist hier auch, man sieht, das ist eine vollflächige Grafik, wir haben hier den Hintergrund und wir haben hier das Logo mit verschiedenen Elementen. Ist hier übrigens auch eine PNG-Datei, aber das ist auch absolut wurscht. Also das Ausgangsformat, ob das jetzt eine JPEG ist, eine PNG, eine Bitmap oder was ihr da sonst so rumfliegen habt, weil wir dann auch sowieso die Grafik erstmal in Pfade transformieren, also ein SVG draus machen, um das dann weiter zu bearbeiten. Das heißt, Ausgangsformat ist erstmal egal. Der erste Schritt wäre hier aber, dass wir aus dieser farbigen Grafik jetzt erstmal eine Schwarz-Weiß-Variante erzeugen. Dazu benehme ich einfach GIMP. Ziehen wir uns die Grafik hier mal kurz rein.
GIMP ist einfach eine umfangreiche und kostenlose Variante so als Grafikbearbeitungsprogramm. Gibt es seit 1995, hat mich in der Schulzeit, im Studium, bei der Arbeit immer begleitet. Ist jetzt auf den ersten Blick auch nicht so das übersichtlichste und komfortabelste Werkzeug, aber es ist kostenlos und wenn man weiß, was man damit machen will und wo man die Funktion findet, es ist perfekt geeignet und wir brauchen es hier zum Entsättigen bzw. Entfärben. Dazu gehe ich hier auf Farbe und dann Entsättigen und dann hier nochmal Entsättigen, Farben in Graustufen umwandeln. Das ist der erste Schritt. Das machen wir erstmal. Jo, das passt alles so. Modus, ja genau, Modus hier Leuchtkraft. Gehen wir drauf, okay. Jetzt haben wir das erstmal entsättigt, haben wir ein Graustufenbild und jetzt will ich das Ganze noch deutlicher schwarz-weiß hinbekommen. Dazu gehe ich hier auch nochmal auf Farben und dann auf Schwellwert. Dann sieht man, hat sich jetzt hier nochmal ein bisschen verändert. Hier kann ich dann einfach mit dem Schwellwert kann ich eben nochmal ganz deutlich diesen Schwarz-Weiß-Kontrast hervorheben. Und ihr seht schon, zum Beispiel am Helm und beim Pinsel kann man das sehr gut sehen. Wenn ich hier den Wert weiter nach unten ziehe, dann wird es immer klarer und immer klarer, bis ich hier eine richtig schön saubere Schwarz-Weiß-Grafik habe. Okay, dann, ich will mein Original nicht überschreiben, deswegen exportieren wir das jetzt einfach als neue Variante. Hier machen wir Schwarz-Weiß draus, exportieren, bim bam bum, jo, exportieren wir das Ding. Gut, wunderbar. Das heißt, wir haben den ersten Schritt, wir haben jetzt eine Schwarz-Weiß-Variante hier, ja, braucht man nicht überschreiben, haben eine Schwarz-Weiß-Variante einfach jetzt unserer Grafik erzeugt. Das macht uns den nächsten Schritt eben, das SVG zu erstellen, die Pfade zu ermitteln oder daraus abzuleiten, wesentlich einfacher. Das Ganze mache ich jetzt mit Inkscape. Bin mir jetzt sicher, vielleicht geht es auch in GIMP. Aber wie gesagt, schnellster, einfachster Weg. Ziehen uns die Schwarz-Weiß-Logo-Datei oder Grafikdatei rein. Die Importeinstellungen kann man so lassen, wie sie sind. Das ist irrelevant jetzt erstmal. Und dann gehen wir hier, und dann sehen wir hier unsere Schwarz-Weiß-Grafik. Gehen hier oben zuerst mal auf Pfad und dann Bitmap nachzeichnen. Dann öffnet sich hier neben so ein kleiner Dialog. Kann man hier auch erstmal so lassen. Helligkeitsschwellwert ist jetzt hier bei 0,45 in der Variante. Wenn ich die jetzt verändere, durch das, dass wir hier schon eine saubere Schwarz-Weiß-Grafik haben, ändert sich da jetzt nicht viel. Wenn ihr jetzt den Schritt nicht vorher gemacht habt, dass ihr das in GIMP in eine Schwarz-Weiß-Grafik mit klaren Konturen überführt habt, könnt ihr hier auch nochmal mit dem Helligkeitsschwellwert arbeiten. Für mich hat es aber so rum am besten funktioniert. Erstmal saubere Schwarz-Weiß-Grafik machen, dann hier Bitmap nachzeichnen, auf Anwenden klicken und dann habt ihr sozusagen hier zwei Varianten des Ganzen. Hier einmal das nachgezeichnete und hier ist die Originaldatei. Die löschen wir einfach raus. Haben wir hier also die nachgezeichnete Datei, gehen wir hier oben nochmal auf Pfad und dann Objekt in Pfad umwandeln. Zack, draufgeklickt. Auf den ersten Blick jetzt kein großer Unterschied. Wir können das Ganze jetzt aber prüfen, indem wir F2 drücken, also die Taste F2 auf dem Keyboard drücken und dann sehen wir hier, wenn es dann so aussieht, dass wir hier überall solche Rechtecke, solche Vierecke haben, dann sehen wir, okay, das hat funktioniert. Wir haben da jetzt SVG-Pfade. Das Ganze speichern wir uns jetzt auch ab. Und dann haben wir hier eben unser Logo in der Originalvariante immer noch. Wir haben unsere Grafikdatei in Schwarz-Weiß und wir haben einmal SVG. Wunderbar. Weiter geht's mit dem dritten Schritt und da gehen wir jetzt halt in Blender rein. Jetzt geht es nämlich darum, das eigentliche 3D-Modell daraus zu erzeugen. Meine Blender-Startszene ist jetzt hier nicht leer. Das ist meine eigene Default-Scene. Ich muss dazu auch sagen, ich habe zuletzt mit Blender so intensiver vor 9 bis 10 Jahren gearbeitet. Da waren die ganzen Shortcuts auch noch präsenter und habe dann auch hier bei dem Projekt gemerkt, wie schnell man eigentlich diese ganzen Shortcuts und Funktionen vergisst, wenn man das nicht, wenn man so ein Programm nicht regelmäßig verwendet. Also seht es mir nach, ich bin kein Blender-Profi, war ich auch damals nicht. Zumindest jetzt hier meine Standardszene, um das jetzt erstmal hier alles leer zu bekommen,
drücken wir einfach A für alles auswählen und dann X. Und dann können wir hier Delete Selected Objects, Delete, zack. Wir haben also hier eine leere Szene. Dann wollen wir unsere SVG-Datei importieren, unsere Pfade importieren. File, Import und dann auch ganz wichtig, hier nicht SVG as Squeeze Pencil importieren, sondern hier unten Scalable Vector Graphics SVG, ganz normal als SVG importieren. Zack, dann haben wir hier die SVG, laden das Ganze und wir können hier schon mal sehen, haben wir hier unsere Pfade importiert. So, da wir jetzt gerade hier auch in Blender drin sind, vielleicht noch 2 Sachen, die ich jetzt hier in meinem Blender eingestellt habe, um einfach mir auch das Leben hinsichtlich 3D-Druck zu vereinfachen, ist zum einen habe ich meine Skalierung auf Millimeter geändert. Standardmäßig arbeitet Blender ja in Metern. Das Ganze könnt ihr hier rechts bei den Scene Properties, wo sind wir hier? Scene Properties, da bei Units. Wir benutzen hier also weiterhin das metrische System, nicht das imperiale System mit Fuß etc. und haben hier einfach Unit Scale 0,001. 1 Meter, ja, 1000 Millimeter. Das heißt, um dann die Unit Scale in Millimetern zu haben, gehen wir einfach dann her 1 durch 1000, sind wir bei 0,001, weil 1 Meter sind ja 1000 Millimeter. Dann haben wir das hier eingestellt und dann könnt ihr hier auf der Rechtsseite sehen, habe ich hier noch so einen extra Tab 3D-Print. Das braucht man dann später zum Exportieren. Das ist ein Add-on. Könnt ihr hier unter File, Edit, bei Edit, Preferences, Add-ons hier, das ist 3D-Print Toolbox. Ist eigentlich in der Standardinstallation, soweit ich weiß, mit drin, ist aber nicht standardmäßig aktiviert. Kann man sich dann aktivieren oder man lädt es halt noch runter. Ist ganz nützlich hier. So, das nur als kurzer Exkurs. Was habe ich in meinem Blender noch geändert? Ich hoffe, das war es soweit. Habe ich jetzt ganz vergessen, habe ich schon so dran gewöhnt. Aber gut. Wir sehen, wir haben also jetzt hier unseren Pfad drin, also unser Logo als Pfad. Heißt hier Path 1 ist eine Curve, das ist schon mal sehr gut. Wir können hier auf dem Numpad mit dem Komma hier ranzoomen, ja, das nochmal zentrieren, wunderbar, fantastisch. Und wir haben dann hier, auch die Dimensions. Das ganze Teil hier ist jetzt 361 auf 361 Millimeter groß. Das ist definitiv zu groß, sowohl für meinen Drucker als auch für einen Bierdeckel. Das ist dann eher schon so, dass man so ein Fass draufstellen könnte. Deswegen gehen wir hier und sagen dem Ganzen, wir machen es mal auf 95 mm, zack, zack. So, und dann sieht es doch schon, gut, kann man jetzt schwer einschätzen. Aber dann hat es schon mal die bessere, dann sind es dann 9,5 cm. Das ist doch eigentlich ganz in Ordnung für einen Bierdeckel. Da das Ganze jetzt auch noch eine Curve ist, das ist wunderbar. Jetzt ist das auch noch ein bisschen flach, das sehen wir hier. Also das ist halt einfach, das ist 0 mm hoch. Jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen extruden, also ein bisschen, ja, vertikal in der Höhe erweitern. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt besser beschreiben sollte auf Deutsch. Und das können wir zum Beispiel jetzt auch mit E konnte man das auch extruden und so irgendwie, aber am einfachsten fand es jetzt, dass man hier einfach hier auf die Data geht, auf die Object Data Properties. Und dann sehen wir hier, das machen wir zu, und hier Geometry, klappen das auf. Und dann können wir hier bei Extrude 1,25 mm eingeben und dann resultiert das eben in einer Gesamthöhe von 2,5 mm. Mein Bierdeckel soll in Summe 5 mm groß werden. Sehen wir gleich, wie wir das erreichen. Zumindest haben wir jetzt hier ja, unsere Curve und wir sehen, dass das Ganze jetzt hier auch eine Höhe hat von 2,5 mm. Ja, man sieht, das ist hier so eine Reliefstruktur. Genauso soll das doch sein. Jetzt habt ihr ja auch schon im Intro vielleicht gesehen oder habt ihr das Ergebnis schon gesehen. Wie habe ich das jetzt dann realisiert? Da brauche ich jetzt hier einfach nochmal eine Grundplatte. Drücken hier Shift A, dann öffnet sich das Menü hier.
gehen hier auf Mesh und dann auf Cube. Dann haben wir hier einen Würfel. Dann geben wir dem Würfel einfach mal die gleichen Grunddaten. 95 mm, 95 mm und 2,5. Zack. Das war jetzt dann auch eine Stelle, wo mich Blender fast wahnsinnig gemacht hat. Ihr seht es hier zum Beispiel auch bei dieser Grundplatte hier. Man sieht es, der orangene Punkt hier, das ist das Zentrum dieser Grundplatte. Das heißt, das ist die Origin dieses Objekts, ist hier genau zentriert in dem Objekt. Bei dem sieht man es jetzt nicht wirklich. Da war dann die Origin links unten, dann habe ich irgendwie Origin auf Geometrie gesetzt, dann war es hier von der Geometriegewichtung ausgeordnet, fast zentriert, aber eher links, weil links eben mehr geometrisches Gewicht herrscht auf dem Logo oder whatever. Das ging mir so auf die Hutschnur. Und dann habe ich am Schluss dann einfach gedacht, so komm, ist mir jetzt wurscht. Das Ding hier liegt jetzt auf Location 000 und man sieht es dann, wenn ich nämlich das Ding hier auf Location 000 setze, ja, es sitzt halt nicht drauf, ne? Also da ist das Zentrum halt woanders und ich habe da rumgemacht und ich wollte das Projekt an der Stelle schon abbrechen und habe dann aber einfach gesagt, oh komm Leute, das ist mir jetzt zu blöd, das kriegt man irgendwie auch pragmatischer hin und dann drücke ich jetzt hier mal Numpad 1, dann sind wir hier auf der Seitenansicht und dann ziehe ich das Ding hier einfach so rüber. Das ist jetzt wirklich pragmatische Herangehensweise. Gucken, dass das hier links und rechts nicht rüber schaut, dass es hier nicht rausschaut. Gehen auf die 3, andere Ansicht, schieben das hier rüber. So, und dann sollte es doch so einigermaßen passen, dass das drauf liegt. Ja, jetzt liegt es natürlich genau in dieser, liegt es jetzt direkt auf dieser Grundplatte drauf. Das wollen wir nicht und deswegen schiebt man das Ganze jetzt noch nach oben. Und zwar, gut, das kann ich auch hier direkt machen, auf 2,5. Damit liegt jetzt unser Logo direkt oben drauf. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt unten die Grundplatte 2,5 mm hoch und direkt oben drüber eben auch unsere 2,5 mm hohe Logoschicht. Also auch an der Stelle natürlich, man sieht es hier, mich hat es brutal gestört, weil hier jetzt die Location minus 22 irgendwas und sonst wie und ich hätte es halt gern sauber, so wie bei dem hier, das liegt auf 000 und das wollte ich eigentlich dann auch auf 002,5. Das ist einfach fürs Gehirn einfacher zu verarbeiten, finde ich, als jetzt hier, liegt es jetzt richtig oder nicht. Ich habe es einfach nicht hinbekommen, mit dieser Curve das richtig auszurichten und das war mir dann auch echt zu blöd. Was wir jetzt hier auch noch machen sollten, wir sollten die Curve in ein Mesh umwandeln. Um das zu machen, wähle ich jetzt nochmal das Logo aus. Das ist hier oben, das ist ja immer noch eine Curve. Rechtsklick und dann können wir hier Convert to Mesh. Zack. Und dann sehen wir das Logo oder das Icon hier hat sich jetzt auch geändert. Das ist jetzt keine Curve mehr. Das ist jetzt ein Mesh. Wir haben hier zwei Meshs. Wir haben einmal die Grundplatte und wir haben hier einmal Logo-Pfad. So. Was das hier für eine leere Collection ist, keine Ahnung, die machen wir mal weg. Ein bisschen hier aufräumen. Wir haben hier also Logo, SVG. Und das können wir auch so machen. Das brauchen wir auch nicht. Machen wir es doch gleich mal schön. Wir haben hier die Grundplatte und wir haben hier den Logo-Pfad. Was man auch noch machen sollte, weil ich glaube, das macht dann sonst auch Probleme beim Drucken, ist hier die Scale. Jetzt haben wir natürlich die Grundplatte hier manuell angepasst. Ja, das war ja am Anfang ein Cube, haben das hier angepasst, unser Logo. Wir können jetzt einfach das nochmal als Scale 1 definieren, also als Standardgröße, so wie wir es jetzt eingestellt haben. Und dazu wählen wir jetzt einfach die Grundplatte aus,
Control A und können dann hier Scale. Und zack, hat er hier alles auf 1 gesetzt. Das Ganze machen wir jetzt hier auch mit dem Logo. Steuerung A, wählen Scale aus. Also das Steuerung A ist für Apply, Scale übernehmen. Und deswegen ist es ja auch alles auf 1. Das heißt, das ist jetzt so unsere definierte Standardgröße. Scale 1, unsere 100% Größe, sind eben die 95 mm auf 2,5 in der Höhe. Und das Ganze für die Grundplatte genauso. So, das war jetzt alles ein bisschen pragmatisch und in Kurzform. Muss ich dann auch schauen, wie ich das fürs Video entsprechend so zusammenschneide. Dieser ganze Prozess, der war mit viel mehr Frust verbunden, sage ich ganz ehrlich. Ich wollte echt den Monitor mit Blender alles aus dem Fenster werfen. Nachbarn hätten sich gefreut. Das hat mich wahnsinnig gemacht, gerade das mit diesem Origin. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, eine saubere Blender-Datei ist schön und gut, aber du willst ja was in der Hand haben und jetzt machst du es einfach so, wie das pragmatisch irgendwie funktioniert und guckst, ob der Drucker damit arbeiten kann. Und dann wollte ich ja auch das Ganze in 2 Farben gestalten und habe dann auch mehrere Varianten gemacht. Ich zeige euch jetzt aber ganz einfach, ich habe das nicht als separate Messsets hier exportiert, sondern einfach das ganze Ding hier zusammen, 3D-Print, Export als STL-Datei, zack. Und da machen wir jetzt hier Feds Logo, Export. Jetzt haben wir das exportiert und dann können wir doch einfach mal auch mit dem nächsten Schritt weitermachen und das Ganze dann auch ausdrucken, beziehungsweise ich zeige euch, wie ich das dann im Slicer eingestellt habe. So, weiter geht's. Bin jetzt hier in meinem Slicer-Programm, Anycubic Slicer Next, basiert ja auf Orca Slicer und irgendwie sehen sie ja doch alle mehr oder weniger gleich aus. Machen wir einfach mal hier neue Platte. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Da ich hier für meinen Bierdeckel das dann auch in so einem zweifarbigen, zum zweifarbigen Modus drucken wollte, habe ich mir da auch verschiedene Sachen überlegt. Zum einen hätte ich natürlich die 2 unterschiedlichen Meshs exportieren können, also einmal die Grundplatte und einmal das Logo und das dann mit unterschiedlichen Filamenten ausdrucken, aber ich wollte halt auch vermeiden, dass ich das dann mit Sekundenkleber zusammenkleben muss und dann kriegt man es nicht so akkurat hin und dann, und dann hat man wieder den Babkram überall. Das wollte ich einfach vermeiden, ich wollte es aus einem Stück generieren. Ich habe da auch rumüberlegt und wie mache ich das denn jetzt? Und da das einfach, da der Bierdeckel ja relativ simpel ist, unten die Grundplatte und oben dann das Logo, kann man einfach das nach Schichthöhe anders einfärben, beziehungsweise ab einer bestimmten Schicht ein anderes Filament auswählen. Und wie mache ich das Ganze? Zuerst müssen wir uns jetzt erstmal unsere STL-Datei importieren. Da haben wir sie. Ja, das ist hier die Grunddruckplatte und von der Größe her sieht es doch gut aus. Wir sehen hier die Reliefstruktur. Wunderbar, das sieht doch ordentlich aus. Haben wir das doch toll gemacht. Ich habe den Prozess jetzt einfach nochmal für das Video auch nachgespielt, weil ich habe das damals natürlich nicht alles direkt mitgefilmt. Weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Aber egal. Wie gesagt, wir haben hier ein Objekt. Das ist nur, da meckert er auch schon. Okay, das können wir repairen. Lassen wir das Ding mal laufen. Das hätte ich auch direkt in Blender machen können, dass er eben die Edges repariert mit dem 3D-Tool da, der 3D-Toolbox. Machen wir es jetzt halt direkt im Slicer, ist jetzt auch kein Problem. Dauert halt einen kleinen Moment. So, das hat funktioniert. So, und dann gehen wir nämlich hier einfach mit Rechtsklick auf das Objekt drauf und dann können wir, wo ist es? Add Modifier, da ist es direkt. Height Range Modifier. Zack, gehen wir drauf und dann können wir eben hier dann auswählen, dass er von 2,6 mm bis 5 mm ist das ganze Ding hoch. Eben. Schauen wir nochmal, ob das so passt. Ja, so kann man es relativ, man kann es trotzdem nur schlecht erkennen, dass er eben hier, da so diese feine graue
Ja, da fängt es an, 2,6 mm bis halt eben 5 mm. Warum 2,6 mm? Ich will halt einfach, dass die Grundplatte komplett durchgedruckt wird in einer Farbe. Und dann ab 2,6 mm dann das Logo on top in der Reliefstruktur. Filamentliste hier nochmal aktualisieren. Jo, synchronisieren wir das Ganze. Zack. Dann sehen wir, haben wir nämlich hier auch die Filamentauswahl. Das hat eben noch nicht funktioniert. Bei mir ist es momentan so, ich habe hier schwarz, grau, weiß und dann nochmal grau PETG drin. Das andere ist PLA. Und für das habe ich es ja hier in der Variante, die Kamera wieder suche, die ist eigentlich direkt vor mir, habe ich es gemacht, die Grundplatte in weiß und oben in schwarz, also das Logo dann in schwarz drauf. Ich habe es alternativ dann auch mal andersrum gemacht, also invertiert, aber ich finde, ja, schwarz oben und weiß unten fand ich wesentlich besser. Deswegen macht man das hier jetzt auch so. Also Standardfarbe ist schwarz und dann den oberen Layer. Nee, andersrum. Oberen Layer. Das Logo eben 2,6 bis 5 mm wollen wir in schwarz haben. Und den unteren Layer wollen wir in weiß haben. Zack. Ja, sieht jetzt auch nicht großartig anders aus. Jetzt in der Vorschau. Dann würde ich noch sagen, wir machen hier diesen Prime Tower noch weg. Wir brauchen das auch nicht hier mit 0,08. Wir machen hier einfach, brauchen auch kein Tree für das Ganze hier. Standard. Ja, transferieren wir das darüber. Machen hier unser Standard Printer vorinstaliertes Profil. 0,20 mm Schichthöhe. Das langt für einen Bierdeckel. Das ist jetzt weniger spektakulär. Prime Tower ist aus. Das braucht man jetzt nicht, den Quatsch. Und Supports braucht man auch keine. Das Ding liegt flach auf. Was ich aber noch machen würde, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der Kamera gut erkennt. Das war jetzt mein erster Ausdruck, den ich gemacht habe. Man sieht schon, der hat also die Oberfläche, da sieht man schon ziemlich deutlich noch die Drucklinien. Und dann habe ich es hier nochmal in einer anderen, hier habe ich es nochmal mit Ironing ausgedruckt. Ich muss es vielleicht anders in die Kamera halten. Ich filme das vielleicht nochmal nach. Das sieht man auf jeden Fall. Und es fühlt sich halt auch viel glatter an. Oberfläche. Ja, kann beides Vor- und Nachteile haben. Aber ich habe dann einfach hier, wo ist es? Bei Quality Ironing, ich habe das dann hier einfach von No Ironing auf alle oberen Flächen eingestellt, zack. Und dann erscheinen hier unten auch viele weitere Einstellungen. Das habe ich einfach mal so gelassen, wie standardmäßig eingestellt war und war dann mit dem Ergebnis schon mal zufrieden. Also da kann man natürlich auch noch Speed ändern etc. Aber jo, markiere ich im Dorf lassen. Ja, und dann das Ganze slicen. Schauen wir es uns doch mal kurz an. Muss das fürs Video vermutlich ein bisschen alles kürzen und zusammenschneiden. Und dann sehen wir hier auch in der Vorschau. Ja. Haben hier oben schwarz und es scheint es weiß durch. Und so kommen dann also diese. Das mit der Kamera ist echt verwirrend, weil es ist halt Seitenverkehr. Das macht mich echt wahnsinnig, sorry. Ey. Hä? Nein, ich muss echt anders. Ich muss da anders denken. Das fällt mir gerade echt schwer in meinem Gehirn. Links und rechts so, what the fuck. Das fällt mir gerade echt schwer. Links, rechts und alles anders. So, ja, und so kommen die dann raus. Das sieht man nochmal. Das ist hier mit Ironing angeschalten. Ja, andere, glatte Oberfläche. Und hier, das war der erste Versuch ohne Oberflächenbügeln an. Ist ein bisschen rauer. Ja, ziemlich cool. Aber jetzt zeige ich euch noch im Schnelldurchgang die zweite Variante, die ich gemacht habe. Die ist nämlich ein bisschen anders. So, nach einer kurzen Pause geht es auch direkt weiter mit der zweiten Variante. Das erste war ja meine vollfarbige, vollflächige Logo-Datei. Ich hatte ja dann hier noch die Grafik ausgewählt, weil ich gedacht habe, oh, das ist doch auch noch ganz süß.
der Fetzzwerg mit dem Pinsel, der sich freut, zur Hobby-Ecke zu kommen, um was Neues anzumalen. Als ich so meinen ersten Bierdeckel in der Hand hatte, habe ich mir dann gedacht, oh, okay, es war jetzt schon ein bisschen Trial and Error, ein bisschen Pragmatismus dabei, aber funktioniert dieses Prinzip auch mit einer anderen Grafik, einfach um das zu validieren auch. Und deswegen schauen wir es uns doch jetzt einfach mal an, was ich denn da dann so gemacht habe. Gehen wir in GIMP rein und da sehen wir nämlich schon auch schon einen Unterschied. Der ist mir bei dem Schritt noch gar nicht direkt aufgefallen, aber der große Unterschied hier ist natürlich im Gegensatz zur Logo-Datei, das Ding hier war vollfarbig, vollflächig mit dem Hintergrund. Das haben wir hier natürlich nicht. Ja, wir sehen hier, das ist eine PNG, transparenter Hintergrund, damit ich das Teil eben auch in die Videos so gescheit einbinden kann. Ist mir an der Stelle jetzt aber auch noch gar nicht so als Problem oder Herausforderung in dem Sinne, wieso funktioniert das jetzt hier nicht gescheit? So, das stresst mich auch überhaupt gar nicht, wenn die Technik mal wieder irgendwie Dinge macht oder mir suggeriert, dass es nicht funktioniert, obwohl es funktioniert. However. So, also, wir haben hier, das ist eine PNG, transparenter Hintergrund, damit ich es einfach auch sauber in meine Videos einbinden kann. Und das ist mir jetzt hier, also als ich das zum ersten Mal gemacht habe, auch gar nicht so groß als Problem oder Hindernis, ich muss da jetzt umdenken, irgendwie aufgefallen. Wir sehen dann aber, die ersten Schritte sind identisch. Ich will hier erstmal wieder die Farben entsättigen. Gehe ich hier auf Farben, entsättigen, entsättigen. Und dann haben wir hier Modus Leuchtkraft. Ja, wollen das reduzieren. Man sieht ja schon in der Vorschau, das ist dann in Graustufen. Okay, wunderbar. Und jetzt will ich eine richtige, krasse Schwarz-Weiß-Variante draus machen. Einfach, damit ich richtig gute, saubere Pfade daraus erstellen kann. Macht's einfacher. Macht's einfacher, finde ich. Da gehen wir hier wieder auf Farben und dann eben auf den Schwellwert. Und wir sehen, okay, das ist hier schon wesentlich besser. Weiß habe ich hier auf 255. Und dann gehen wir hier einfach noch ein bisschen runter. Ihr seht, das zack, pixelige. So, dann wird es hier wieder zu schlimm. So wollen wir es natürlich auch nicht haben. Ich glaube, so 75 oder so sollte. 77. 80. Ja, so, dass es einigermaßen sauber erkennbar ist. Wir haben ja schöne Konturen. Ja, das kann man alles noch viel, viel besser und professioneller. Wunderbar, aber so passt mir das erstmal. Ich möchte meine Originaldatei nicht überschreiben, die möchte ich behalten. Und dann haben wir hier einfach Fezrend, Schwarz-Weiß, zack, exportieren. Ich meine, ich habe die Originaldateien nochmal, das ist jetzt nur ein Testordner. Das ist nochmal gebackupt natürlich, aber jo, passt da halt auf bei solchen Operationen, dass ihr euch nicht euer Original überschreibt. Logisch, ne, wem sag es. Ja, das brauchen wir nicht mehr. So, dann wollen wir aus unserer Schwarz-Weiß-Grafik wieder die Pfade ermitteln. SVG draus machen, Datei öffnen. Hier unsere Schwarz-Weiß-Grafik aus. Ja, Importeinstellungen gepasst, wunderbar. Bim bam bum. Dann wählen wir hier die Grafik aus. Hier rechts das war die Operation, die wir da schon ausgeführt haben. Das war hier bei Pfad Bitmap nachzeichnen, ist hier noch geöffnet. Schwellwert passt auch alles soweit, sieht doch ganz ordentlich aus. Anwenden, dann haben wir hier wieder unsere Pfade oder unser nachgezeichnetes Bitmap, das ordentlich nachgezeichnet ist. Und hier die Originalvariante. Original können wir wegpacken. Und ja, das ist einfach hier dann nochmal die Kanten sauberer nachgezeichnet. Und dann können wir hier Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. Dann wollen wir hier speichern. Ne, wir wollen es nicht als PNG speichern, okay. Genau. Fezrend 01 schwarz-weiß als SVG. Speichern das Ganze. Dann haben wir eine SVG. Geht weiter in Blender. Standardszene wieder leeren. AX. Ja, das brauchen wir auch nicht. So. Und dann gehen wir jetzt hier in Import. Wir nehmen hier unten wieder hier SVG.
und nehmen hier unsere neue SVG. Und der Unterschied, den wir jetzt hier sehen, im Gegensatz zum Logo vorhin, ist, ich kann es ja vielleicht noch mal kurz demonstrieren, wenn ich in Inkscape hergehe, Inkscape öffne und hier zum Beispiel eine Grafik einfach mit Drag and Drop reinziehe. Okay, wunderbar. Okay, dann passiert das hier. Wir haben hier den eigentlichen Hintergrund, das ist immer noch irgendwie so A4 oder sowas. Und dann hier die Grafik ist hier oben drüber, ist größer. Dann führt es auch dazu, dass das ganze SVG halt anders dimensioniert ist und so weiter. Jetzt in der Variante bin ich hierher gegangen und habe gemacht Datei öffnen und habe dann die Datei ausgewählt. Okay, und man sieht eben, der ganze Hintergrund hier passt sich an die Größe der Grafik an. Und ja, das führt dann eben dazu, dass die SVG-Datei, das alles mal wieder zumachen, ja. Und die SVG jetzt dann in der Variante, das auch hier nochmal zeigen. Man sieht ja schon, das ist das Fez-Logo, was wir eben gemacht haben, dass der Hintergrund nicht angepasst ist. Das sieht man auch schon in der Vorschau. Irgendwie ist das größer, das Logo, als die ganze Vorschau. Wir haben es in Blender importiert, das war auch ziemlich groß dann. Hier mit der Variante jetzt, das sieht einfach so aus, ja. Die Dimensionen, die Maße passen halt einfach viel besser. Weil man sieht hier die komplette Grafik im SVG, während das hier eben abgeschnitten ist. Da hat der trotzdem funktioniert. Ja. Waren ja hier kein Profi-Tutorial, aber jetzt haben wir natürlich hier das Mini-Klein. Wir können da auch mal ranzoomen, damit wir auch mal das sehen. Wir wählen hier Pfad 1 aus und dann auf dem Numpad die Komma-Taste und dann zoomen wir ran und dann sehen wir, okay, da ist jetzt unsere Grafik in 0,334 mm Größe. Das ist natürlich alles viel zu klein. Wir hatten hier 95 und 95. Drücke mal noch einmal, Komma. Und dann so groß ist es. Damit können wir doch jetzt auch arbeiten. Jetzt ist es wieder in der Gleichgröße. Dann gleiches Prozedere. Wir gehen wieder auf die Data hier unten. Wählen Geometrie aus. Extruden das um 1,25 mm. Haben dadurch eine Gesamthöhe von 2,5. Und das Ganze ist schon mal hier so dreidimensionaler geworden. Dann Shift A. Fügen wir uns ein Mesh hinzu. Wir machen wieder unsere Grundplatte. Hier erstmal einen Würfel. Dann machen wir wieder 95, 2,5. Haben hier die Grundplatte. Dann können wir uns wieder kurz ärgern, dass hier die Origin hier verschoben ist und so weiter und so fort. Und wir machen es aber trotzdem einfach so. Wir verschieben das hier wieder. Sag, so ungefähr jetzt erstmal. Und an dem Punkt ist mir es dann auch zum ersten Mal so wirklich bewusst geworden, dass ja bei der Grafik natürlich das nicht so funktionieren wird wie bei meinem Logo, was einen kompletten Hintergrund hatte. Aber ich wollte es ja trotzdem, dass es so rauskommt. Wenn wir das jetzt sonst so da oben drauflegen, jetzt mal so grob nur, dann würde es ja bedeuten, wenn wir das dann später drucken, dass jetzt hier die ganzen Stellen hier um den Zwerg herum, dass die ja viel flacher sind. Kann auch funktionieren, fand ich jetzt aber für einen Getränkeuntersetzer, Bierdeckel, nicht wirklich so mega. Ja, kann auch einen Anwendungsfall haben, wenn man es sich an die Wand hängen will oder so, keine Ahnung. Aber ich wollte es ja so haben, ich wollte es ja wie das andere. Genau. Wie bin ich dann vorgegangen? Zuerst habe ich das Ganze hier nochmal ausgerichtet. Jetzt hier auch keine großartigen Überlappungen gibt. Legt man das Ganze mal hier rein. Ist ja beides 2,5 hoch. Gehen auf die Seitenansicht nochmal. Zack. Es liegt also genau drin und man sieht hier schon, okay, irgendwie da ist ein schwarzer Strich. Da. Logo ist ein bisschen zu groß für die Grundplatte. Nicht das Logo, die Grafik. Wieso sage ich die ganze Zeit Logo? Die Grafik ist ein bisschen zu groß, also machen wir die einfach mal ein bisschen kleiner. 93, Grundplatte bleibt nur 95.
so schiebe. Und dann, so. Wie bekommen wir das jetzt aber hin, dass das ganze Ding wieder 5 mm hoch wird und man trotzdem vollflächig diese Fläche hat. Gutes Deutsch, aber ja, ihr wisst, was ich. Und das kann man eben mit einem Boolean Modifier realisieren, indem man zum Beispiel einfach sagt, wir benutzen das hier, das ist die Grundplatte. Das hier soll einfach hier in die Grundplatte reingefräst werden, reingeschnitten werden, so als ob das eine Holzplatte ist und das ist ja unsere Schablone, die wir so reinschneiden. Da bin ich dann hergegangen, habe ich erstmal die Grundplatte, weil es wird später dann einfach nicht mehr nur die Grundplatte sein, sondern halt der komplette Getränkeuntersetzer, Bierdeckel. Wir geben den einfach die kompletten 5 mm hier. Dann haben wir hier unsere Grafikdatei. Die muss hier oben auch ein bisschen rausschauen. So. Hier nochmal auswählen. Wir sehen, das geht in die Grundplatte rein. Liegt aber oben so ein bisschen drauf. Was wir jetzt hier nochmal machen können oder machen müssen sogar, dass das funktioniert, weil eine Curve kann ich nicht in einen Mesh reinschneiden, muss ich hier unsere Curve, die die Pfade beinhaltet, hier konvertieren zu einem Mesh. Das Icon hier hat sich geändert von der Kurve zu dem Dreieck. Was wir ja auch machen können, wir können hier die Skalierung anpassen. Drücken wir STRG A für Apply, Scale. Das heißt, hier unsere Grafik hat jetzt hier als Skalierung 111. Das ist unsere 100% Skalierung mit den Abmessungen 93, 93, 2,5. Und das Ganze wollen wir für die Grundplatte hier auch haben. STRG A für Apply, Scale, auch 111, wunderbar. Wichtig jetzt hier, damit das Ganze funktioniert, wir wollen jetzt hier die Grafik in die Grundplatte reinfräsen. Wir wählen dazu die Grundplatte aus. Nennen wir hier auch direkt um, Grundplatte. Und dann gehen wir hier auf Modifier, Add Modifier. Und dann können wir hier einfach suchen, Boolean Modifier, wählen den aus. Haben das hier eingestellt auf Difference. Ja. Wir wollen eben das Mesh, das wir jetzt auswählen, von der Grundplatte subtrahieren, reinfräsen. Wir wählen das Objekt aus. Da haben wir auch nur das eine Objekt zum Auswählen. Path 1. Als Solver nehmen wir Exact. Exakte Berechnung. Und dann, das ist ein bisschen doof gemacht, finde ich. Aber gut, man muss hier auf diesen kleinen Pfeil nach unten. Jetzt haben wir den Modifier eingestellt. Wir wollen den jetzt aber auch anwenden. Auf den kleinen Pfeil nach unten klicken. Und dann können wir jetzt hier Apply. Zack. Und dann führt er jetzt diese Operation durch. Der Modifier ist dadurch verschwunden. Wir können jetzt hier unsere Schablone, das nenne ich es jetzt mal, zur Seite schieben. Zack. Und dann sehen wir hier, haben wir unsere Schablone in diese Druckgrundplatte eingefräst. Und dann kriegen wir so ein Ergebnis hier raus. Ich zeige jetzt noch ganz kurz, wie ich das dann im Slicer mache. Aber erst müssen wir hier nochmal, das können wir eigentlich auch entfernen. Brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Gehen auf Export, Grundplatte, 3D-Print, Export, Untitled Grundplatte, Fez, Trend, 01, whatever ist hier. Haben das exportiert. Dann gehen wir wieder hier zu unserem Slicer, noch die Einstellung, die wir vorhin auch hatten. Und dann können wir hier einfach die STL-Datei reinziehen. Das Ganze sieht so aus, wunderbar, von der Größe her, so wie wir uns das wünschen. Und dann können wir hier natürlich, da habe ich jetzt die Farben eben andersrum gemacht. Finde ich so, jetzt in der Variante fand ich das so ganz cool. Ja, es ist hell und dann ist einfach die Grafik so wie mit schwarzen Linien so drauf gezeichnet, aber eben mit der Besonderheit,
dass es so dreidimensional wie so reingeritzt ist. Ziemlich cool, finde ich. Ja, das habe ich auch einfach wieder mit der Höhe, mit dem Hate-Modifier gemacht. Anklicken. Ja, haben wir hier wieder ein paar Edges. Ist jetzt auch echt krass, ey. Das Ganze jetzt nochmal nachspielen und nachbauen. Hat jetzt echt nochmal gut ein paar Minuten gedauert. Das schneide ich natürlich dann fürs Video alles entsprechend zusammen. Aber interessant. Da. Modifier, da machen wir dann auch wieder 2,6 zu Tab 5. Und zwar wollen wir diesmal Grundplatte, also unten ist schwarz, genau. Und dann wollen wir für die obere Schicht ab 2,6 bis 5 mm wollen wir dann unser Weiß. Das müsst ihr natürlich dann bei euch so einstellen, welche Farben ihr habt. Ja, und dann wird das Ganze dann so aussehen. Wunderbar. Das Ganze kann man dann drucken, das mache ich jetzt nicht noch einmal. Und so sieht das Ganze dann aus. Hier auch wieder mit dem Ironing schön glatte Oberfläche. Ich finde auch der Farbwechsel hier, da ist es viel besser. So rum finde ich. Die Konturen der Zeichnung, der Grafik sind wie mit Schwarz raufgezeichnet, mit der Besonderheit, dass es halt 3D-mäßig so reingeritzt ist. Reingraviert. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Interessanterweise hat das ganze Prozedere Nachspiel jetzt auch nochmal ein bisschen länger gedauert, um das fürs Video auch nochmal aufzuzeichnen. Ich habe meine ganzen Trial and Errors zum damaligen Zeitpunkt, da war ich so vertieft in das Ganze, da habe ich nicht dran gedacht, das mit aufzuzeichnen, beziehungsweise habe ich auch nicht dran gedacht, da wirklich beziehungsweise wusste ich ja auch gar nicht, ob das schon funktioniert, ob das sich für ein Video eignet, was auch immer. Ja, aber auf diese Art und Weise habe ich aus einer spontanen Idee, die mir morgens beim Kaffee kam, mir jetzt meine eigenen Untersetzer erstellt. Habe jetzt rausgefunden, wie ich eine Grafik, relativ simpel und pragmatisch, auch in ein 3D-Objekt in was überführen kann, was ich dann in der Hand halten kann. Hat auch einen praktischen Nutzen. Ja, so ein Getränkeuntersetzer kann ich benutzen hier für meine Kaffeetasse. Kann man eine Bierflasche draufstellen oder andere Getränke. Rosalie ist übrigens ganz wichtig. Das sind keine Bierdeckel, das sind Getränkeuntersetzer für die Leute, die eben kein Bier trinken, weil sie trinkt ja auch kein Bier. Genau. Ja, und auf diese Art und Weise habe ich aus einer spontanen Idee den ganzen Tag vertieft an der Umsetzung gearbeitet, Dinge ausprobiert, geflucht, kurz vorm Verzweifeln gewesen, habe aber am Ende dann doch eine ganz recht solide Vorgehensweise zumindest für mich rausarbeiten können. Und ich bin gespannt, was ihr damit macht, was ihr da so mit anfangen könnt. Ja. Morgens eine spontane Idee, die mich nicht mehr loslässt. Vormittags geflucht, verzweifelt und den PC mitsamt Blender am liebsten aus dem Fenster geworfen. Und abends halte ich dann mein eigenes 3D-gedrucktes Logo als Getränkeuntersetzer in der Hand. Ja, und manchmal liegt zwischen Frust und Erfolg einfach nur ein weiterer Kaffee und ein Perspektivwechsel. Ich finde, die sind auch echt gut geworden. Das ist auch was Praktisches, das man auch verwenden kann. Und ich weiß jetzt auch, wie ich Grafiken in dieser Art und Weise in ein 3D-Objekt als Relief überführen kann. Und diesen für mich spannenden Prozess und diese kleine Lernreise wollte ich auch mit euch teilen. Und getreu dem Motto, nicht alles muss perfekt sein, manchmal reicht auch ein Schritt zurück und manchmal ist Pragmatismus die bessere Lösung. Vielleicht habt ihr nach dem Video nun auch Bock, das mal auszuprobieren, habt vielleicht auch was Neues entdeckt oder hattet zumindest etwas Unterhaltung. Lasst bitte ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, das freut und motiviert mich immer sehr. Wenn ihr mehr aus der Hobby-Ecke sehen wollt, abonniert meinen Kanal. In meiner Hobby-Ecke wird gebaut, gebastelt, gemalt, in Erinnerungen geschwelgt und was man sonst so in der Hobby-Ecke machen kann. Und wenn ihr euch selbst so einen Fez-Untersetzer drucken wollt, was mich natürlich auch sehr freuen würde, die Dateien packe ich euch kostenlos auf meine Patreon-Seite. Danke euch allen fürs Zuschauen und dranbleiben. Danke für eure Unterstützung, ihr seid die Besten und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.